Aus der Hymer-Gruppe, ja, Etrusco, die aufstrebende Marke mit einem gigantischen Preis-Leistungs-Verhältnis und trotzdem einer Qualität, ja, wo Jürgen Jung sagt, das ist so gut. Du warst auf der Tour de France. Ja, hallo Sven. Ja, 2 Tage war ich auf der Tour de France dieses Jahr. Hab mich getraut, hier ans Grenzgebiet zu Frankreich zu fahren. Einmal rein, 2 Tage da, möglichst abgeschottet und wieder zurück. Ja, der ist nagelneu, du hast ihn zugelassen, du wolltest ihn mal auf Herz und Nieren testen, bis auf eine Kleinigkeit. Hast du gesagt, das Auto ist phänomenal, ja. Es hat ein Aufstelldach mit dabei, es hat eine gigantische Farbe. Es ist nicht weiß, ich zeige es mal gerade im Hintergrund, dass man sieht, da sind andere, die sind weiß. Es ist nämlich in diesem automotiven Grau, was man also unglaublich oft sieht. Mittlerweile bei entsprechend teuren Fahrzeugen wie, ich sag mal, Audi, aber auch Skoda, bei vielen anderen. Audi, Skoda, BMW, Mercedes, überall sieht man diese graue Farbe, die halt sehr sportiv ist und sehr jugendlich ist. Und deswegen finde ich das Auto auch vom Außen, vom Erscheinungsbild her sehr, sehr schön. Ja, der hat 140 PS, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine, nicht ganz kleine, aber die kleine Maschine. Spürt man das oder fühlt die sich ganz agil an? Die Maschine ist sehr, sehr agil. Ich war selbst sehr erstaunt, wie ich das Auto gefahren bin. Du sagtest ja selbst, ich habe ihn mal getestet, weil ich auch selbst mit so einem kleinen 540er, muss ich gestehen, noch nie unterwegs war und habe halt mir ganz bewusst den mal genommen, um den auf Herz und Nieren zu testen. Und ich war von dem Fahrzeug sehr, sehr überzeugt, auch was den Motor angeht. Man konnte auf der Autobahn also 160, 165 fahren und was mir dabei aufgefallen ist und vor allen Dingen meiner Frau war, dass das Fahrzeug extrem, extrem leise im Innenraum ist, was sonst bei den Kastenwagen teilweise immer bedingt durch das Dachfenster über der Sitzgruppe halt ein bisschen problematisch ist. Ja, du hast mir erzählt, ein ganz wesentlicher Faktor ist das fehlende Dachfenster für die Geräuschentwicklung. Denn das macht normalerweise immer viele Windgeräusche und das Auto wäre so leise, dass deine Frau gesagt hat, das wäre im Innenraum wie VW Golf. Der neue VW Golf. Man müsste sich überhaupt nicht mehr anschreien. Es war wirklich wie ein PKW. Genau, es war wie ein PKW. Also ist selbst meiner Frau aufgefallen, dass man ganz normal sprechen konnte, selbst bei höherer Geschwindigkeit. Weil wir waren im Hinweg ein bisschen zeitig dran, weil wir bis zum bestimmten Zeitpunkt auf dem Campingplatz sein mussten in Frankreich. Und von da aus sind wir auch mal ein bisschen zügiger und ein bisschen schneller gefahren, wie sonst üblich. Und da war sie ganz angenehm überrascht, weil eben diese Windgeräusche, die wir sonst kennen, eben nicht da waren und man im ganz normalen Ton reden konnte. Und sie fährt eben einen Golf-Variant und hat das mit ihrem Golf-Variant verglichen. Ja, ist doch schön, weil normalerweise klappert und rappelt. Ich habe dich direkt danach gefragt, rappelt es? Nein, es rappelt nicht, das ist das Nächste. Also weder Türen noch Schubladen noch sonst irgendwas im Innenraum rappelt oder scheppert oder klappert. Also wie gesagt, das Auto ist extrem, extrem ruhig. Deswegen habe ich auch gesagt, Sven, komm mal vorbei, wir müssen den unbedingt filmen. Ich bin von dem Fahrzeug absolut überzeugt, weil das ein alltagstaugliches Fahrzeug ist auf 5,40 Meter, in dem man auch problemlos Wochenende oder längere Zeit in wärmeren Regionen wohnen und leben kann. Und das alles auf eine sehr kompakte Größe. Ja, Thema Vanlife ist eine tolle Geschichte. Stell dich mal kurz daneben. Ich gehe mal gerade ein Schrittchen weiter weg, dass man mal die kompakten Maße sieht. Draußen habe ich meinen T6 stehen, der ist etwa 5 Meter lang. Das heißt, der ist etwa einen halben Meter länger, sage ich mal, als ein T6. Sehr kompakt. Hattest du Probleme beim Einparken? Nein, überhaupt nicht. Wir waren in Frankreich an dem Tag der Anreise noch auf den Aldi-Markt gefahren und da habe ich gesagt, dann können wir jetzt mal testen mit dem Parkplatz. Mittendrin gestanden, neben den PKWs. Der ist nicht aufgefallen zum normalen BMW oder Mercedes Klasse Fahrzeug, was da rechts oder links neben uns gestanden hat. Passt also wunderbar auf Parkplätze, auch in Einkaufszentren. Ich zeig mal gerade so ein paar Details. Hier unten natürlich das Etrusco-Logo mit drauf. Genau, du hast Rahmenfenster mit drin, die wirklich bündig sind. Dadurch natürlich eine extreme weniger Geräuschbelastung und es sieht optisch natürlich auch viel schöner aus. Wie bei den aufgesetzten Fenstern. Ja, die Besonderheit ist die Truma Dieselheizung. Truma Dieselheizung wird gespeist aus dem 90 Liter Dieseltank in dem Fall. Muss da auch dazu sagen, bin da auch ein bisschen von meiner eigenen Meinung wieder abgewichen jetzt, nachdem ich es selbst getestet habe, weil ich immer der Meinung war, die Älteren, das sind Stinker. Aber muss jetzt da auch dabei sagen, die war so geruchsneutral, dass ich gar nicht feststellen konnte, dass wir da eine Dieselheizung an Bord hatten, obwohl sie gelaufen ist fürs Warmwasser.
Genau, das ist auch der Vorteil, ist bei den Fahrzeugen, sie ist sehr klein, sie funktioniert gigantisch, sie macht warmes Wasser und warm. Und warm im Innenraum, genau. Ja. Schön, daneben ist der Landstromanschluss. Genau, Sag mal. das ist der Landstromanschluss. Hat sie irgendeinen Stress? Nee, überhaupt nicht. Hast du Landstrom eigentlich bei dir? Ja, ich hatte Landstrom gehabt, ganz normal. Franzosen-Campingplätze haben fast alle Landstrom, die größeren. Also da rate ich nur immer dazu, im Ausland immer schauen, dass man Überspannungsfilter möglichst dazwischen hat. Weil in Portugal und in Spanien hatten wir schon öfters das Problem, dass da eine höhere Spannung wie 230 Volt ins Fahrzeug kommt und dadurch halt gern auch die Steuergeräte innen drin durcheinander fliegen. Ja, ganz oft auch zu wenig, muss ich sagen. Oder zu wenig. Oder zu wenig. Da vorne, das werden wir gleich mal sehen, da ist ein Lüfter eingebaut in der Toilette. Innen. Genau. Da kann man sogar abziehen. Das ist fürs kleine Geschäft ganz gut. Genau. Bei 5,40 Meter Größe, es erwartet uns drinnen eine komplette Küche, ein komplettes Raumbad. Es sind 2 große Schlafmöglichkeiten, denn dieses Fahrzeug hat ein phänomenal großes Aufstelldach. Wenn du mal kurz mit mir zurückkommst, Jürgen, das werden wir gleich mal aufmachen, euch mal zeigen, wie einfach das geht. Du hast bewusst mal, aus einem Grund, den wir gleich erklären werden, die ganze Zeit das Aufstelldach benutzt. Genau, also ich habe selbst im Aufstelldach oben drin geschlafen, weil ich das 3. Bett, was hinten im Kofferraum verbaut ist, ich zeige es nochmal gerade, ich habe ein Zollstock in der Tasche. Also man sieht hier dieses Teil hier. Das hier, was ich jetzt zeige, von da bis da, ist eben das Aufstelldach. Da ist die Gummidichtung. Länge ungefähr? 2 Meter ist das. Nee, die Länge von dem Zollstock, von dem Stück, das jetzt halt gemessen. Was jetzt hier Höhe ist, weil man es nicht gut sieht. Genau, sind 20 cm. 20 cm. Genau. Gut. Also das ist das Aufstelldach, wenn man es so von außen über den Film nicht sieht. Ja, warum habe ich oben drin geschlafen? Weil wir natürlich auf die Tour de France gefahren sind und 2 Rennräder mitgenommen haben. Und die Rennräder natürlich irgendwo unterbringen mussten. Und man sieht, hier ist hinten aus bewussten Gründen kein Radträger angebracht, weil das Fahrzeug in der Veni-Klasse läuft und da haben wir keine Radträger. Aber jetzt musste ich ja die Fahrräder irgendwo unterbringen. Und das musste so sicher sein, dass denen auch nichts passiert. Und deswegen hatten wir das 3. Bett im Innenraum ausgebaut, also sprich die Matratze rausgeholt und da eben die Fahrräder in einer speziellen, ganz einfach einzubauenden Funktion fest montiert reingestellt. Das können wir uns gleich mal angucken. Was direkt mal auffällt, wir haben innen mal bewusst, ist ein grauer Tag, alle Lampen angemacht. Du kannst nicht reingucken. Es geht nicht. Genau, ja. Die Scheiben sind getönt von außen, das sieht man jetzt auch. Es sind jetzt alle Lampen an. Es sind alle Lampen an. Du kannst, ich habe es eben probiert, es geht nicht. Du wirst gespiegelt und es stellt sich auch keiner jetzt einen Zentimeter davor. Genau. Also man sieht dich jetzt da im Fenster, aber sonst sieht man nichts. Sonst sieht man nichts, ja. Auf Wunsch gibt es auch eine Anhängerkupplung, wenn man will? Genau, abnehmbare Anhängerkupplung kann man natürlich dran haben, ist kein Problem. Auch das Fahrzeug wäre auflastbar, noch auf 3,8 Tonnen. Wir haben jetzt hier ein Chassis von 3,5 Tonnen. Das ist auch möglich, mit Luftfederung ist kein Problem. So dass man auch dann entsprechend vielleicht noch eine höhere Nutzlast hat, wenn man die bräuchte. Genau, wir werden gleich mal den Innenraum uns mal angucken. Vielleicht gehen wir einmal komplett drumherum. Du hast hier eine Seitentür, das kennt man. Da ist eine Thule Omnistor dran. Thule Omnistor ist oben dran, genau, sieht man auch. Die ist auch so, dass man sie auch, wenn man sie nicht möchte, abhängen kann wieder. Okay. So, das heißt, die kann man relativ einfach demontieren. Das heißt, wenn ich jetzt nur einmal brauche im Jahr, damit sie, ich sag mal so, einen ganzen Winter... Unnötige Kilos und Windgeräusche, die man dann vielleicht im Winter oder so, wenn man es alltagstauglich jeden Tag nutzen will, zur Arbeit zu fahren, nicht dran haben will, dann hängt man sie aus und stellt sie in die Garage rein und fertig. So, kein Spielzeug hast du mir gesagt, das werden wir gleich noch sehen im Innenraum. Du hast Bedienelemente, die sind so einfach zu bedienen, dass jeder damit klarkommt. Es ist unmöglich, damit nicht klarzukommen, hast du mir erzählt. Der Wassertank, wie viel? Genau, also der Wassertank hat 100 Liter. Genau. Und ist auf der rechten Seite hier im Innenraum verbaut. Abwassertank ist eingebaut, wie viel? Der ist unten drunter, hat in dem Fahrzeug hier 80 Liter. 80 Liter. So, dann... Die Einstellstufe ist auch dabei. Das ist toll. Ich zeige es mal gerade von der einen Seite, das muss man komplett sehen. So sieht es von der anderen Seite aus, wenn wir das jetzt machen. Vielleicht mal, dass wir den Preis mal aus dem Sack lassen. Wir sprechen hier über knapp über 50.000 € mit dem Aufstelldach, wie er hier steht. Genau, also das Fahrzeug, so wie er hier steht, mit der Ausstattung, liegt jetzt genau bei 52.000 €. Mit der 140 PS Euro 6 Temp-Maschine. Also das ist der mittlere Motor, der auch vollkommen ausreichend ist für dieses Schaltgetriebe mit 6 Gängen. Also ein 160 PS hätte ich jetzt bei der Testfahrt
überhaupt nicht gebraucht, weil die Fahrzeuge sind keine Rennfahrzeuge und 160, 165 damit zu fahren ist da kein Problem. So, der ist sehr leise, hast du gesagt, auf der Autobahn. Wir haben es eben schon erwähnt. Du bist da 160, 170 mitgefahren, das war gar kein Problem. Genau, also 160, 165 bin ich damit gefahren auf der Autobahn, war kein Problem und war extrem leise. Ohne dass der Motor sich da einen abrödelt? Ja, nee, das ist noch alles im normalen Drehzahlbereich, da rödelt sich nichts ab und man sieht ja, das sind 2,3 Liter, da ist viel Hubraum. Von daher war das immer früher schon gut. Hubraum, große Motoren sind immer sehr ruhig auch. Ja, Etrusco, du hast die Marke jetzt seit 1,5 Jahren, haben wir die, glaube ich, jetzt. Ja, knapp 2 Jahren jetzt, genau. Knapp 2 Jahren. Du hast viele Fahrzeuge mittlerweile da. Dann, wie ist die Erfahrung jetzt mit Etrusco, eine Marke der Hymer-Gruppe? Genau, also Etrusco ist eine Marke der Hymer-Gruppe. Die Fahrzeuge werden bei Leica in Italien, in der Toskana gebaut. Fahrzeuge sind im Prinzip von dem ganzen Aufbau her wie die Leica-Fahrzeuge, wie Sunlight oder wie Corrado-Fahrzeuge. Außer dass sie eben vom Design her mehr jugendlich, mehr moderner, mehr zumindest für mein Dafürhalten etwas hübscher gemacht sind, etwas freundlicher gemacht sind. Ja. Ja gut, wir haben gerade eben mal reingeguckt, Gas nur noch da, wo man es unbedingt braucht. Der Rest ist ja mit Diesel, deswegen ist auch die Kapazität der Flaschen nicht mehr so wichtig. Es sind aber trotzdem Platz für 2 11-Kilo-Flaschen hinten im Kofferraum. Den kann man auch dann gegebenenfalls anders nutzen, wenn man die nicht mitnehmen wollte. Ansonsten, wie gesagt, hat man also trotzdem noch 2x11 Kilo. Ihr wart mit wie vielen Leuten jetzt unterwegs? Also ich war mit meiner Frau alleine. Ja. Ich glaube, es ist ein gutes Fahrzeug mit 2 bis 3 Personen. 2 Personen, ein Kleinkind ist das ein ideales Fahrzeug, weil du eben oben dieses Bett hast von 2 Meter auf 1,30 Meter und hinten auch wieder quer ein Bett von 2 Meter auf 1,30 Meter. Ja, fangen wir an, eine kleine Neuheit, die man jetzt immer öfter sieht. Dieser Kühlschrank ist komplett zu öffnen, sodass ich von außen mit dreckigen Schuhen an mein Bier rankomme. Oder meine Cola oder mein Wasser. Sieht man öfters, dass die Kühlschränke jetzt bei den kleineren Fahrzeugen auf der Stirnseite angebracht sind, damit man nicht im engeren Gang sich da einen abbrechen muss. Von daher ist der auch hier angebracht und hat also jetzt für mich auch keinerlei Probleme ergeben während der Nutzung des Fahrzeugs. Also ich habe den als sehr vorteilhaft angesehen, weil, wie du sagst, man kann auch jetzt den von außen bestücken oder entleeren, so wie man das eben möchte. Isotherm, eine Marke von Webasto, muss man sagen, ein Kompressorkühlschrank? Ist ein Kompressorkühlschrank, läuft komplett mit 12 Volt oder mit 230 Volt, also von daher auch sehr sparsam. Ja, vorne sieht man es, Leica Caravans, da steht es drauf. Ja, hier vorne sieht man, die wichtigsten Bedienelemente sind gleich am Eingang. Das hier ist alles kein Spielzeug. Das ist gedacht, um tagtäglich benutzt zu werden. Du hast eine Eingangsbeleuchtung mit drin, die siehst du jetzt gerade? Ja, die siehst du da unten. Das ist so eine Stufenbeleuchtung, damit der Fußraum beleuchtet ist, wenn man reingehen würde. Und hier eben der normale Hauptschalter, der die Deckenleuchten an- und ausschaltet. So, jetzt gibt es das schöne Fliegengitter. Das ist gelöst bei, warte, zeig nochmal. Das ist der Schalter für die Eintrittsstufe, rein und raus zu fahren. Fliegengitter? Fliegengitter ist... Gut, wir brauchen es jetzt nicht mehr, aber... Genau. Auch der ist da, damit die lästigen Tierchen eben nicht in den Innenraum gehen. Schön. So, jetzt zeige ich direkt mal so ein kleines Element direkt am Eingang. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, extrem einfache Bedienung. Es ist wirklich alles drin, was man braucht. Das bedeutet ganz konkret, dass man also hier die Bedienelemente so stark vereinfacht hat, dass ich sag mal nur noch 3, 4, 5 verschiedene Elemente nötig sind, die man wissen muss. Und es geht sehr einfach. Zeig mal bitte. Also hier ist der Hauptschalter. Hier schaltest du eben die Hauptversorgung für den Aufbau ein mit 12 Volt. Du kannst hier einmal die Aufbaubatterie testen. In dem grün jetzt gezeigt wird, ist gut. Wenn es gelb wäre, wäre sie halb voll. Rot wäre eben leer. Und wenn ich nach unten drücke, habe ich das gleiche für die Fahrerhausbatterie, die jetzt auch grün ist. Bedeutet also auch wieder das gleiche, die Batterie ist top. Und das gleiche mit dem Frischwassertank, der jetzt in dem Fall 3/4 gefüllt ist. Und der Abwassertank, wo nichts angezeigt wird, der ist empty, leer. Das ist easy und funktioniert sehr, sehr gut. Genau. Du hast es ausprobiert. Hier vorne haben wir die Tuma Kombi, diesmal mit dem analogen Wählgerät. Sehr einfach zu bedienen, Dieselheizung. Sehr einfach zu bedienen, ganz einfach. Ich drücke einfach auf 40 Grad, dann habe ich 40 Grad warmes Wasser. Ich drehe auf 60 Grad, bekomme ich 60 Grad warmes Wasser. Wenn ich nach unten gehe, mit dem Punkt habe ich nur die Heizung an, also erwärmt nur.
Und wenn ich ganz nach unten gehe, habe ich 60 Grad warmes Wasser und eben Heizung. Das ist alles und das ist ganz easy, ganz einfach. Man braucht keine Bedienungsanleitung zu lesen. Du brauchst keinen Kraftstoff zu tanken dafür. Diesel, da holt sich das vom Tank. Ja, nimmt er aus dem Tank raus. Vor allen Dingen, die sind problemlos, ohne Fehler, ohne alles und funktionieren auch immer. Ja, hier vorne sieht man das Möbeldesign mal. Vielleicht ganz kurz, wenn wir gerade drauf sind. Du hast ein sehr, sehr durchgehendes, cleanes, weißes Design, ohne viel drumherum. Funktioniert. Ja, also das Weiß, das ist die X-Type-Ausstattung jetzt bei dem Fahrzeugtyp hier. Ich bestelle die meistens in dieser X-Type-Ausstattung. Warum? Wenn man sich heute mal die Wohnzimmer, die Esszimmer anschaut in den Einrichtungshäusern, dann sieht man auch eben sehr viel dieses Weiß mit Grau oder mit einem schönen Cappuccino-Braun dabei. Nichts anderes sieht man hier. Etrusco hat das mal gemacht und hat mal in den Werbeprospekt von Möbeln, vom Einrichtungshaus, die Innenausstattung von diesem Fahrzeug hier reingestreut und keiner konnte erkennen, dass das eine Innenausstattung von einem Wohnmobil war, wegen den Farben. Genau, sehr schön, ja. Du siehst einmal hier das komplette Kocherteil, Kocher mit 2 Flammen, unten Spülbecken, alles in einer Einheit, sehr schön und sehr praktisch zum Saubermachen. Pietro-Zündung, alles da, was das Camperherz bedarf. Ja, das Schöne ist auch, du kannst hier sauber machen, kannst es direkt in die Spüle abwischen. Genau. Das ist jetzt neu, sind diese Kombigeräte, die also praktisch Spüle und ich sag mal die Kochfelder zusammen machen. Weil es einfach zum Reinigen einfacher und besser sind. Ihr habt auch was zu essen gemacht während der Fahrt? Wir haben nur Frühstück gemacht, ganz klar. Ansonsten sind wir natürlich abends essen gegangen. Schön. Ja, wir werden gleich mal zeigen, wie schön multifunktionell dieser Heckbereich ist, denn es gibt ja viele Leute bei 5,40 Meter, die nutzen dieses Fahrzeug als ganz normales Alltagsfahrzeug, anstelle von einem VW-Bus zum Beispiel. Ja, oder jedem anderen Fahrzeug, im Golf, im Corsa oder was man alles erzählen mag da. Wichtig ist halt, diese Fahrzeuge mit 45 müssen halt alltagstauglich sein und wir haben hier noch eine andere Marke, da habe ich nie einen 45er präsentiert, weil ich die nicht als alltagstauglich angesehen habe. Aber den sehe ich wirklich als alltagstauglich an. Wenn du dir auch mal anschaust, du brauchst durch keine Duschwanne durchzulaufen ins Bett hinten rein. Du hast ein sehr schönes Toilettenanlage mit dem Außenfenster. Du hast eine Toilette, auf der selbst ich mit 1,81 manierlich sitzen kann, ohne mir die Beine abzubrechen. Die ist drehbar. Die ist drehbar. Du hast ein Waschbecken. Du kannst die Dusche auch als Außendusche benutzen, um außen zu duschen, wenn es warm ist. Okay, die zieht man raus durchs Fenster durch. Durchs Fenster, genau. Du hast einen Spiegelschrank, du hast Ablagemöglichkeiten und das Ganze ist ganz easy zu verschließen über diese Tür. Ich zeige das mal, ich muss dann gerade einen Schritt zurückgehen, weil diese Tür ist sehr, sehr platzsparend und sie passt sich natürlich der Form an. Genau, sie passt sich der Form an. Und was bei dieser Tür ganz wichtig ist, Sven, ist, das ist ein großer Rappeleffekt in vielen Fahrzeugen. Ja. Du siehst hier, das Ding ist wirklich fest. Du siehst auch diese Rollen, die da unten drin sind. Das sind wirklich stabile Rollen. Deswegen, da unten sieht man das, was da unten ist. Dadurch hat das immer Spannung und das kann nicht rappeln. Und deswegen sind diese Autos auch so extrem leise von diesem Typ her, weil du hörst schon beim Schließverhalten her, wie die schön satt nochmal bitte. Schön satt in dieses Magnet reingeht. Ja. Das ist so, wie wenn es eine Autotür zumachst. Manchmal hört das sich an wie eine Cola-Blechdose und manchmal hört es sich an so richtig sanft und sacht. Und so ist das hier auch. Das ist eben der große Vorteil dieses Fahrzeugs, dass man eben hier komplett abschließen kann und trotzdem... Du warst auf dem Campingplatz oder was? Ich war auf dem Campingplatz, ja. Okay, das heißt, ihr habt da geduscht, du hast nicht im Auto geduscht. Ich habe nicht im Auto geduscht. Die Dusche hier drin ist natürlich integriert. Ich habe natürlich die Möglichkeit, indem ich diese Holzplatte rausnehme, auch dann zu duschen. Ich kann hier die Toilette hier verdrehen. Ja, warte, das geht ein bisschen schnell. Nochmal. Ich kann hier diese Toilette Oberteil verdrehen, ja, wie ich denn will, sodass er mich nicht stört. Ich kann eben diese Holzwanne rausnehmen und dann habe ich eben die Möglichkeit, auch hier drin zu duschen. Du siehst ja den Duschvorhang auch da hängen, aber da muss man realistisch sein. Das ist eine Notdusche. Das ist nicht gedacht für jeden Tag zu duschen. Ja? Ja. Man kann das zwar, aber ich würde es jetzt nicht machen. Wir waren da eben ganz normal auf dem Campingplatz in den Duschen, aber trotzdem, die Toilette ist schon... Das würde gehen. Das geht. Duschen ist kein Problem. Allein die Toilettennutzung in der Nacht oder am Tag ist ja heute auch ganz oft mit Corona immer wieder noch mal mehr hygienisches Problem.
Die hat man hier für sich alleine oder für die Personen, die dann im Die auch Fahrzeug wirklich komplett alleine funktioniert. Ja. Du hast eine Lüftung drin. Genau. Was spannend ist, ist auch noch, du hast einen riesengroßen Apothekerschrank drin, wenn du den mal kurz aufmachst. Da kann man nämlich die ganzen, ich sag mal, Medikamente, Zahnbürstchen und was weiß ich alles reinmachen. Genau. Damit es eben, wenn man duscht, damit die nicht nass werden. Du hast hier vorne hast du so kleine Details wie 2 Haken, die ganz wichtig sind. Hier oben hast du ein Ja, und hier hast du eine Schiebeleiste, da kannst du die Haken verändern, für Handtücher hinzuhängen. Und hier hast du auch nochmal ein Handtuch oder Kleider. Oder einen Kleiderhalter, wenn was nass wäre. Genau, das war jetzt ein bisschen schnell. Mach den nochmal kurz mal runter, den Kleiderhandler, dass man es mal sieht. Also da könnte man jetzt zum Beispiel Skikleidung reinhängen, die nass ist. Oder eine Hose, eine Radfahrhose, egal was nass ist, oder ein größeres Badelaken. Genau. Oder auch immer. Das Bad ist komplett beheizt. Ja. Was spannend ist, ist auch hier oben, das ist schön gemacht. Das ist so eine Struktur oben drin. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Das ist wie so ein, ich sag mal, das sieht aus wie so ein Bast, also richtig schön. Ja, so wie eine Strukturtapete im Prinzip so ungefähr. Aber es ist halt sehr schön und sehr... Ja, das hier kann man zumachen oben, den ganzen Bereich kann ich abschließen. Der ist jetzt nicht abgeschlossen. Nee, da sieht man ja die Druckknöpfe, da kommt im Prinzip ein komplett stramm verschlossenes Teil drunter, dass dieses Loch auch komplett zu ist. Haben wir jetzt nur der Einfach halber eben weggemacht zum Zeigen und da machen wir jetzt gleich das Dach hier mal auf. So, jetzt zeigen wir mal ganz kurz. Ihr habt ja die Möglichkeit hier gehabt, auf dem Campingplatz face-to-face zu sitzen. Das bedeutet, du kannst den Sitz mal bitte vorne drehen. Du weißt ja mittlerweile, wie es geht, beziehungsweise den Beifahrersitz. Das spielt eigentlich keine Rolle, das geht sehr schnell. So, das Polster, das gefällt dir? Also das Polster ist mit die beste Farbe bei uns im Moment, dieses Grau, weil es halt ein absoluter Modetrend im Moment ist und es passt halt zu fast jeder Innenausstattung. Und auch im neuen Jahr bei den Fahrzeugen 2021 haben wir fast nur auf dieses Grau, Galizia nennt sich das, gesetzt, weil es halt auch vom Kunden die Farbe ist, die am meisten angenommen wurde und am besten angenommen wurde, wo sich Mann und Frau am schnellsten darüber klar waren, welche Farbe sie haben möchten. Du siehst, wie schnell ich das jetzt gemacht habe. Genau, wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte. Und dann kann ich mich Ich will mal gerade die Beine, das ist gar kein Problem, du bist ja recht groß. Ich bin recht groß, also ich kann jetzt hier ganz normal sitzen und der Tisch ist ja auch verschiebbar hier noch auf dieser Leiste. Er ist nur jetzt arretiert und da kann man ganz normal frühstücken und sitzen und machen und tun. Deine Frau ist ja nicht so der Mega-Camping-Fan, oder? Oder doch? Also meine Frau hat das Campen im Prinzip durch mich entdeckt, mehr oder weniger. Die ist jetzt nicht so oft gewesen, wie ich jetzt persönlich war. Die ist aber jetzt nicht tot umgefallen, als dann das Auto kam. Und dann hat gedacht, das ist wie in einem kleinen Apartment da. Nein, also meine Frau ist da auch sehr erstaunt gewesen, wie man auf 5,40 Meter so viel Luxus und Komfort zaubern kann und da drin auch wirklich gut leben konnte. Ohne dass wir jetzt groß mussten bei 2 Personen jetzt uns einschränken oder irgendwas. Das war im Prinzip wie zu Hause und das ist ja das, was man auch möchte, wenn wir die Fahrzeuge an Kunden verkaufen. Der soll ja, wenn er sowas kauft, auch entsprechend denselben Luxus haben, wie er dann zu Hause hat und den auch so nutzen können. So, Fahrerklimaanlage ist eingebaut. Fahrerklimaanlage ist drin, Tempomat ist drin, 6-Gang-Getriebe ist drin, Radionavigation, Freisprechanlage, Rückfahrkamera ist drin. Euro 6 DTEM Euro mit 6 AdBlue. DTEM mit AdBlue, genau. Also alles neuestes Dings. Dann haben wir Verdunklungssystem, Fahrerhaus-Verdunklungssystem. Heißt also, ich habe die Komfortlösung, indem ich hier die Teile rechts und links ziehen kann. Okay, das heißt, du brauchst irgendwas rum. Kein Vorhang, nichts. Basteln, genau. Man zieht die von der Seite und von der anderen Seite und ich habe schön sauber dunkel, ohne dass ich da mich groß verrenken und Das gleiche an der Seite, muss. gell? Und das gleiche ist an der Seite hier, genau das gleiche. Kann ich hier machen und geht ganz normal ruckzuck, ohne dass ich gucke und schon ist zu. Okay, das habt ihr auch natürlich jeden Abend gemacht. Ja klar, macht man halt ganz normal, wenn man auf dem Stellplatz steht, macht man halt zu. So, hier vorne ist noch ein kleines Brettchen, das sehe ich gerade, das kann man hochklappen. Das kann man hochklappen, das ist halt ein zusätzliches Schneidbrett oder irgendwas für was abzustellen im Eingangsbereich dann, wenn man da kochen will, damit man ein bisschen mehr Platz hat. Ja. Schön ist auch die Schubladen, die zeige ich dir mal noch. Warte, ich mache mal gerade hier den Schrank. Genau. Licht an. Kannst mal sehen, du hast überall Licht. Da sind die Schubladen, genau, Besteck. Hier hast du Schubladen für Besteck drin. Dann große Schubladen, wo man halt Gewürze oder irgendwas reinstellen kann. Bei den beiden jetzt hier. Und hier hast du trotzdem da noch einen großen Schrank, ja, wo man Kleider reinhängen kann. Oder wo darf ich mal reinhalten? Kurz? Ja, klar. Oder wo du Regalböden reinmachen kannst, um irgendwas letztendlich reinzustellen. Ja, du hast auch ganz viele Oberschränke, die kommen noch dazu. Da ist eine Truma Kombi D übrigens drin.
Also wen es interessiert, eine Kombi D, eine Dieselheizung als Kombi-Version. Sehr leistungsfähig. Ich glaube, die hat an die 5 kW. Das Ding macht richtig warm, oder? Genau, also macht für den Raum hier, ist die eigentlich überdimensioniert. Ich habe die meistens auf 18 Grad stehen, weil sonst könnte ich schon in der Badehose drin rumlaufen. Das wäre mir dann einfach zu problematisch, ja. Okay, super. Ja, schauen wir uns am besten mal an, hier unten drunter, was da die Heizung? Da sitzt die Heizung drunter, genau, und da ist Steuereinheiten drunter, wie Strom und so weiter, Sicherungskasten und der Kram ist da drunter. So an der Seite. So, du hast jetzt bewusst, also immer mehr Leute haben ja Handys dabei, Tablets. Das Thema Fernsehen ist, glaube ich, hier nicht das große Megathema. Wer es haben will, geht. Und jetzt zeigen wir mal ganz kurz hinten, bevor wir denn aus Aufstelldach, oder sollen wir zuerst Aufstelldach machen? Wie du willst. Aufstelldach. Ich zeige erstmal ein kleines Detail. Du hast unglaublich viele Verriegelungen, nämlich 2 richtig fette Verriegelungen, die auch notwendig sind. Ja, denn ich sag mal, das Aufstelldach soll ja nicht einfach so hochgehen. Und du hast eine Kinderfallsicherung, die werden wir gleich mal kurz erklären. Das Ganze ist super isoliert und genau, also ist es schwer Dächer, aufzumachen? Nein, ist ganz einfach aufzumachen. Die Dächer kommen im Prinzip deutschlandweit, egal welcher Hersteller die aufbaut, von einem einzigen Lieferanten. Und da gibt es aber verschiedene Qualitätsunterschiede, auch was die Verschlusstechnik angeht. Hier ist jetzt die komfortabelste Verschlusstechnik. Also einmal hat man hier diesen Sicherheitsriegel, der einfach nur da drin sticht. Dann kann ich hier drauf drücken. Ich habe hier einen Verschlussriegel, den mache ich auf. So, und hier auf der Seite genau das gleiche. Mache den Verschlussriegel auf. So, den kann ich da oben rein. Und jetzt gebe ich dem einfach einen Stoß nach oben und das Dach fährt automatisch hoch. das war's. Das war's. So, Okay. jetzt ist dieses Dach offen. Hast du Licht drin oben? Ja, klar. Echt? Oh Jürgen, du bist ja voll der... Weil es meistens bei den Aufstelldächern ist kein Licht Kein drin. Licht, genau. Gut, jetzt mittlerweile bei den neuen war auch immer Licht drin, aber das ist natürlich richtig schön gemacht. Hier an der Seite habe ich dann auch noch USB, habe ich auch auf Wunsch. USB kann ich oben reinmachen. Da ist auch schon eine Vorrichtung oben drin. In dem Fahrzeug hier ist jetzt keine, also serienmäßig drin. So, du hast eine kleine Mod, denn dir war die Matratze nicht bequem genug. Da hast du direkt mal geforscht, denn du bist ja auch nicht ohne Grund Elektromeister und hast gesagt, ich habe ein System entwickelt, leichter, noch komfortabler von der Matratze, kann man bei dir kriegen. Genau. Also ich habe ja selbst oben drin geschlafen und man muss eben sagen, dass die Matratze mir nicht von der Bequemlichkeit her ausreichend war. Die war mir zu hart und zu wenig ausreichend von der Stärke her. Und jetzt bauen wir das um oder haben schon zum Teilweise angefangen, es umzubauen. Da kommt ein richtiges Lattenrost rein, was deutlich leichter ist wie die Platte, die da oben drin liegt, mit einer 12 cm dicken Matratze nach Stufe H3, sodass man als normalsterblicher Mensch mit 80 Kilo da auch drauf schlafen kann und vor allen Dingen ruhsam schläft. Das war mir halt wichtig gewesen und von daher werden wir den hier umbauen und alle, die das haben möchten, können das gerne bei uns haben. Genau, für auch moderates Geld, aber der Schlafkomfort ist ja auch wichtig. Aber das kann man machen. Kann man dünne Auflagen liegen lassen oder nimmt man die besser raus? Was meinst du, dünne Auflagen? Ja, wenn ich jetzt Plümo oder sowas habe. Oben drin habe ich jetzt zum Beispiel in den Tagen, wo wir weg waren, habe das Plümo oben drin gelegen, die Kopfkissen drin gelegen und die Leiter liegt natürlich auch oben drin. Die liegt hier, die kann man dann hier ziehen, hier runterziehen. Die haben wir jetzt im Kofferraum liegen, damit wir filmen können. Hier zieht man die runter und wird hinter dir in die beiden Haken eingehangen. Plümo ist übrigens eine Bettdecke, falls das einer mal fragt. Wir sind ja hier im Saarland. Eine Zudecke. Und eine Zudecke, ja. Genau. Also hier die Farbe ist auch ganz nett. Also das ist schon, es ist eigentlich, ist echt gut. Also ich bin ganz begeistert. Es ist nicht so verspielt, weißt du, so Gedöns, was keiner braucht. Mach mal zu hier, ich will mal hören, wie das klingt. Ja, klingt satt. Gut. Jetzt habe ich gedacht, jetzt gehen wir hin und drehen an dem Aufstelldach noch eine halbe Stunde. Ich zeige mal gerade das Aufstelldach von hinten einmal. Das hat nämlich eine Besonderheit, durch diese Scherenfunktion kriegst du auch hinten eine ordentliche Höhe hin. Dann gibt es hier auf der Seite das Fenster, das ist innen zu, das kann man mit dem Reißverschluss aufmachen, sodass man durchlüftet haben kann oder eben so ist, wie es jetzt ist. Und auf der anderen Seite genau dasselbe und vorne natürlich auch. So, also da lohnt sich aber. Selbst im Sommer kann man im Prinzip komplett durchlüften, wenn man das möchte. Ist immer ein Fliegengitter davor, sodass man auch Zugluft hat. Und im Winter macht man es zu, und damit man warm hat. So, hier an der Seite ist übrigens auch noch eine Möglichkeit aufzumachen an der Seite. Das heißt, du kannst richtig durchlüften. Das Coole ist natürlich jetzt bei der Truma Kombi D, die ist jetzt so fett oder so stark, dass auch mal im Herbst, wenn es mal ein bisschen kühler ist, man darf sogar oben ein bisschen was aufmachen. Also es war so jetzt, dass wir auf dem Campingplatz
da wo das Zeitfahren bei der Tour de France war, wir eben da auch abends noch 8, 9 Grad hatten. Und da hat meine Frau schon gesagt, ja, macht die Heizung mal ein bisschen an. Und ihr war es in der Nacht dann halt schon zu warm gewesen, weil die halt wirklich mörderisch halt leistet. Die kann man einstellen von 1 bis 5. Genau. Also Ich hatte da es schon mal testen. eine Stufe zu stark eingestellt gehabt. So, wir haben innen noch gar nicht aufgemacht. Du hast 2 Fenster links und rechts. Genau, also du hast hier 2 Fenster links und rechts, die du auch wieder komplett verdunkeln kannst. Auch mit Fliegengitter und auch aufmachen kannst über die Verschlussriegel. Ein kleines Sicherheitsteil noch drin. Hier ist die Leiter, die wir jetzt nur reingelegt haben. Die liegt normalerweise über dem Dach oben drüber. Das sehe ich jetzt immer öfter mit dem Sicherheitsteil, auch bei größeren Fahrzeugen. Wahrscheinlich sind schon einige Kinder rausgefallen. Genau, deswegen, damit Kinder, wenn die darüber hängen, nicht da eben rausfallen. Ja, okay. So, hier wäre jetzt die Gaskiste in dem Fall. Du hast trotzdem noch 2x11 drin. 2x11 Kilo Flaschen, ja, weil ich den ja mit hatte, so steht der jetzt auch noch hier. Das heißt, die bräuchte man nicht voll Die machen. bräuchte man nicht, da kommt man auch mit einem 5 Kilo Flasche hin, sehr wahrscheinlich, je nachdem, was man braucht. Das ist immer eine Frage, was man am Gewicht sonst mitnehmen kann, muss, will, möchte, Ja, aber kann. ich habe es dabei. Das heißt, wenn ich jetzt länger unterwegs bin, Aber was jetzt das ganz Besondere an diesem Fahrzeug ist, warum ich dann noch mehr begeistert bin, ist, du siehst, hier hast du ein Bett, da kannst du zur Not auch noch mit 2 Personen schlafen oder 2 Jugendliche. und hier sind die Ausbuchtungen, glaube ich, ganz genau, wichtig. 1,30 mal 2 Meter wieder. Aber das Wichtige ist bei dieser Geschichte, wenn du das Bett nicht brauchst, und ich habe es ja nicht gebraucht, dann machst du eben Folgendes. Warte, ich komme mal her. Du holst die Matratze hier raus, die holen wir jetzt mal einfach raus. Genau das, lass das Ding mal da unten drunter liegen. Ja, du bist leicht verhakt, warte. Jetzt geht's. So. Jetzt geht's. Genau, das holen wir jetzt mal einfach raus. Also das ist federleicht. Das holen wir raus, stellen das mal hier auf Seite. Cool. So, jetzt hat man einmal die Möglichkeit, eben den gesamten Raum hier Da hoch- ist übrigens die Kurbel für die Markise, die hat den festen die Platz. Markise, genau, festen Platz. Die haben wir jetzt hier so angebracht. Das macht jeder, wie er will. Jetzt kann ich aber hier hochklappen. Das ist schon hinten arretiert, siehst du jetzt. Man braucht nichts Ah, zu warte machen. mal, da vorne ist eine Lasche, die Genau, klappt rein. automatisch ein. Okay, und das So. hält auch dann. Das hält bombefest. Und es rappelt auch nicht. Der rappelt, du siehst ja, da ist nichts, was rappeln kann. Ich kann dieses Teil hier, das sind diese Leitern, die holen wir jetzt mal raus. Die sind Aufstieg für vorne, Hier gell? vorne, die liegen normalerweise oben drauf. Dann habe ich hier eben die Möglichkeit, das Ding auch noch rauszuholen. Sag mal. Okay, Mit der Trittstufe. okay, da ist auch die Möglichkeit, was reinzumachen in die Trittstufe. Ist da ein Fach drin? Ist zu. Kommst du nicht dran. Okay. Aber jetzt siehst du hier, jetzt hast du hier auch die Möglichkeit, einen kleinen 50 Kubik Roller reinzufahren. Über eine kleine Schiene, die man hier hinten hinlegt. Den tut man verzurren. Und dann hat man einen kleinen Roller drin. Ich nehme ja keinen Roller mit, sondern ich brauche Platz für Fahrräder. Stopp, Weil doch- Jürgen, ganz kurz, bevor du das machst, wenn du nochmal gerade zumachst, ein ganz kleines Detail, den mal gerade hier aufmachst, bitte. Weil das hat man noch nicht eben. Ich will nur einmal kurz reingucken, dann haben wir das nämlich Das ist ein erledigt. Fach für Sachen einzustellen halt. Okay, hier kann ich, also habe ich ein großes Fach nochmal für Klamotten, Schwere Sachen, schwere Dosen, Sachen Konserven. und so weiter. Okay, verstanden. Hier vorne ist übrigens noch ein kleines Fach, wenn wir gerade bei Fächern sind. Das können wir gleich mal zeigen. Das Das ist der Tank dahinter. ist der Wassertank mit der Serviceklappe, Pumpe, Pumpe, alles drum und abstellen, dran. entlüften. Okay, haben wir das auch gezeigt. So, und jetzt, So, jetzt hast du zugemacht. Genau, jetzt habe ich zu. Jetzt wollte ich aber gerne meine Fahrräder mitnehmen. Und da habe ich so ein Teil hier. Es gibt es handelsüblich zu kaufen. Name? Bike? Egal, es gibt verschiedene. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Bikeside heißt das hier. Bikeside, Kann eben, okay. Genau, das habe ich hier eben drin gehabt. Hier hatte ich eine kleine Schraubzwinge mir drauf gemacht, damit das hier fest war. Okay. Jetzt habe ich aus den beiden Rennrädern einfach die beiden Vorderräder rausgeholt und habe die Rennräder einmal hier reingestellt. Einmal das hintere meins und hier vorne das von meiner Frau. Also nochmal, die Rennräder standen beide Beide drin, quer. quer. Hier war das Hinterrad und hier ist das Vorderrad. Ah, okay, das heißt, die Gabel vorne, die wird hier eingespannt. Genau, die Gabel wird hier in die beiden Halter eingespannt. So, und die beiden Räder, die beiden Ersatzräder habe ich einfach hochkant hier reingestellt. Eine Decke drüber gelegt, hochkant hier reingestellt und fertig. So habe ich hier eben Platz gehabt. Ganz einfach, ohne groß was umzubauen, um 2 Rennräder zu transportieren, wenn ich das hintere Bett nicht brauche.
Dazu muss man sagen, die haben sie vor kurzem ein Rennrad geklaut. Vor kurzem, ja. Also vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. 2 Stück, ja. 2 Stück sogar. Ja. Und das waren keine billigen Rennräder. Wir reden bei dir, du machst das gerne und auch mal. Die liegen schon mal, sind etwas teurer, genau. Genau, das lassen wir so stehen. Ja. Sehr schön. Aber hier drin, ich meine, man müsste erstmal das Fahrzeug knacken. Genau. Also da ist ja auch wieder eine ganz andere Situation dann, wie eben, wenn man sie außen stehen hat. Also ich lasse auf jeden Fall keine Fahrräder mehr außen am Auto dran. Aber das Wichtige, was ich damit sagen will, ist, dass diese Multifunktionalität dieses Fahrzeugs halt absolut top ist. Ich fahre mit 2 Personen, will Fahrräder mitnehmen, habe ich diese Lösung. Ich fahre mit 3 Personen, habe ich auch eine Lösung. Ich fahre mit 4 Personen, habe ich auch noch eine Lösung. Und das ist das. Und das alles auf 5,40 Meter. Da ist wirklich für mich zu sagen, das ist ein Top-Fahrzeug. Das ist alltagstauglich, das ist gut. Und vor allen Dingen, wir reden vom Preis von 52.000 Euro, so wie er hier steht. Automatik geht hier? Automatik geht auch. Man muss halt wissen, Automatik nimmt dann wieder ein bisschen was von der Nutzlast weg, die man ja haben muss. Ungefähr 30, 35 Kilo. Da muss man immer wissen, will man die haben, will man die nicht haben. Aber 9er Automatik ist problemlos möglich. Bei dem Motor auch bei 140er oder brauchst du den großen dann? Man kann einen 140er haben, dann ist es nur ein Ecotec oder man nimmt den 160er. Beides ist möglich. Beides mit Automatik auch. Beides mit Automatik, genau. Die Zorösen sind schon mit drin. So. Und was man auch machen kann, ist, was ich mir auf der Fahrt, Vorsicht, dass nicht fällt, überlegt habe. Wir haben natürlich auch kein Problem, hier auf dieses GFK-Dach 2 aufgeklebte Sonnenmodule oben drauf zu machen mit 200 Watt. Und damit eben problemlos das Fahrzeug auch vollständig autark zu machen. Weil wir heute mit den Lithiumbatterien sogar leichter sind und dann mit einer 100 Ah Lithiumbatterie, die vorne unter dem Beifahrersitz sitzt, natürlich das Fahrzeug mit 200 Watt Solaranlage komplett autark haben. Du hast eine Dieselheizung, du hast eine Solaranlage, mehr brauchst du nicht mehr. Ein Wechselrichter, ein kleiner noch rein. Kleine Wechselrichter rein. Fürs Notebook oder ja, so. Egal, genau. Genau, das ist denn eine tolle Lösung. Ja, Lithium macht es möglich, denn die Batterie, wenn du mal kurz aufmachst hier bitte. Dann zeigen wir gerade noch. Die sitzt am Beifahrersitz. Ja. Ich will nur mal zeigen, da ist so ein Block drunter. Und da, wenn man genau hinguckt, hier drin ist die Batterie drin und noch ein bisschen Technik. Und die kann man tauschen gegen eine Lithiumbatterie. Da habe ich viel mehr Volumen auf kleinstem Platz, kleinstes Gewicht. Genau, also leichter eben. Und wenn ich eine 100 AH Batterie mit AGM oder Gel mache und dafür eine 100 AH Lithium Batterie, habe ich ein viel höheres Entladevolumen und Ladevolumen für diese Batterien, wie sie jetzt im Prinzip sind. Elektrische Fensterheber sind gut. Man muss sagen, die Italiener können Autos bauen. Das Auto kommt ja aus Italien. Mach mal kurz bitte auf den Kraftschock Einlass. Ja, nur mal AdBlue. Da unten ist AdBlue mit drin. Genau. 17 Liter. 17 Liter. Ja. Gut, das langt wahrscheinlich für 5.000, 6.000 Kilometer. Ja, es kommt immer auf den Fahrstil an. Also wenn man zügig fährt und man tritt das Fahrzeug, dann braucht er auch schon mal 3, 4 Liter auf 2.000 Kilometer. Wenn man aber ruhig fährt, dann braucht er auch 3, 4 Liter auf 7, 8, 9.000 Kilometer. So, das ist der Griff wahrscheinlich für die Entsorgung. Das ist die Abwasserentsorgung. Da sieht man ja auch das Rohr nebendran. Da käme jetzt das Schmutzwasser raus vom Schmutzwassertank. Ja, der Endauspuff an der Seite raus. Ja, toll. Ich bin ganz begeistert. Die Leichtmetallfelgen sind dabei bei dem Preis? Sind auch dabei, ja. Alles so, wie das Fahrzeug hier steht. 52. 52.000. Wie gesagt, man kann, wenn jemand sagt, ich möchte komplett autark haben, das auch noch gegen kleines Geld eben aufrüsten mit den aufgeklebten Solarzellen, 200 Watt. Und dann, wenn man möchte, das mal kurz definierst, kleines Geld, so 1500 Euro, 2000 Euro? Ja, also 1500 Euro, die 2 aufgeklebten inklusive Inverter. Ja, und Lithium, ja, genau. Okay, das heißt also, ich habe dann eine ordentliche 100 Ampere-Stunden Batterie, habe die aufgeklebt, die wiegen heute auch nichts mehr, die sind sehr, sehr robust, auch wenn mal Teile davon kaputt gehen, da geht nur Teile kaputt und nicht die ganze Anlage. Genau. Das ist alles, ihr baut das auch so ein, du bist auch Elektromeister, das heißt, dass man sich nicht für schämen muss. Nee, das wird bei uns alles fachlich richtig gemacht, so wie es sein muss, und da brauchen wir auch uns nicht zu verstecken. Nicht umsonst kommen die Leute aus ganz Deutschland für Klimaanlagen und für die Sachen bei uns einzubauen. Also da haben wir uns schon einen sehr, sehr guten Namen mittlerweile gemacht. Ja, da ist er, der schöne Kastenwagen von Entrusco. Ja, der kurze 5,40 Meter. Du hast zu mir gesagt, ein tolles Auto, müssen wir auch nicht mal detailliert vorstellen. Jetzt ist er mal komplett geöffnet.
So sieht er denn aus, macht auch optisch was her und ich kann die halbe Familie unterbringen, also auch mal mit 4 Kindern kann ich fahren. Das ist kein Problem. Da wird es ein bisschen eng, aber vieles findet ja auch draußen statt. Die Kinder können ja auch im Zelt pennen. Erstens das, aber wichtig ist ja auch, dass das Fahrzeug für 4 Personen zugelassen ist. Ich habe also 4 Anschnellgurte. Ich kann also mit 4 Personen fahren. Und wenn dann eben 2 größere Kinder dabei wären, würden die zum Beispiel sowieso sehr wahrscheinlich im Zelt schlafen, wie es du sagst, oder eben eine andere Schlafmöglichkeit haben. Aber das ist für mich wirklich die eierlegende Wollmilchsau als alltagstaugliches Fahrzeug, wo ich sehr viele Sachen mitmachen kann. Ich kann gemütlich, komfortabel reisen. Ich kann aber auch das als Sportevent-Fahrzeug nutzen, wie ich ja öfters die Fahrzeuge dann nutze, um sportliche Events mir anzuschauen oder selbst zu machen. Und dann brauche ich eben Fahrzeuge, wo meine Materialien sicher drin und fest aufbewahrt werden können und ich trotzdem auch drin manierlich leben kann und nicht wie im Hundezwinger muss mich aufhalten. Hast du schön gesagt, ja. Etrusco, ja, du bist einer der großen Etrusco-Händler in Deutschland. Mittlerweile der aufkommende Stern, sage ich es mal so. Nee, ohne Witz, du hast gesagt, vor 2 Jahren, da kommt was Neues, musst dir angucken. Qualität ist gigantisch. Ihr habt schon viel durchprobiert. Ihr habt die auch in der Vermietung. Hier vorne steht ADAC-Vermietung. Das ist so der harte Alltagstest. Genau. Wie hat er sich jetzt bewährt? Also wir haben dieses Jahr 70% der Fahrzeuge sind Etrusco-Fahrzeuge. Und ich muss sagen, dass wir da wirklich kaum Probleme mit den Fahrzeugen haben. Es ist immer mal eine Kleinigkeit dran, weil die Leute halt unsachtbar achtsam mit den Fahrzeugen umgehen. Hier siehst du auch einer, der hier steht, wo gerade gereinigt wird, hinten an der Toilettenkassette. Aber ansonsten sind die Fahrzeuge problemlos. Die laufen ohne größere Probleme. Und wir haben auch jetzt im ersten richtigen Jahr, dieses Jahr, weit über 40 Fahrzeuge von Etrusco verkauft und die Leute sind alle top zufrieden. Seid ihr noch gar nicht so lange dabei. Da war das Problem ja auch Vorordern, wie entwickelt sich der Markt und so. Gut, jetzt war ja 2020, war ja ein Hammerjahr. Wie ist der Name genau von dem Fahrzeug hier? Also das kommt von den Etrusker, die eben da entsprechend in der Toskana in der Nähe von Florenz gelebt haben. Und das war so eine bestimmte Gruppe, Stamm von den Italienern und daher ist der Name Etrusco entstanden von den Etrusker. Und die Modellbezeichnung von dem, wenn da jetzt einer mal nachschauen möchte? Also das wäre jetzt ein Campervan, nennt sich Campervan, 540 und das wäre jetzt die Modellreihe Type X mit den eben entsprechenden weißen Schrankklappen und dem Design, wie es im Innenraum ist. Ja, das vorne das Kit, das Bodykit sieht auch interessant aus mit dem hochglanzlackierten, ich sag mal, Elementen hier vorne drin. Das ist nicht nur so einfach so, ich sag mal, das sieht nicht aus wie ein Lieferwagen von UPS oder DPD. Nee, also wenn du den von vorne siehst, finde ich den jetzt auch mit dem Grau wirklich schön. Also da kann man nichts dagegen sagen und nicht meckern. Das ist, ja, wenn man den haben möchte, wir sind tatsächlich in Saarlouis, das liegt im Saarland. Und Leute kommen wirklich, machen einen weiten Weg hierher, also ordern die Fahrzeuge teilweise, ohne sie gefahren zu haben. Sollte man, ich sag mal, kann man machen, aber schöner ist natürlich auch mal Probe zu fahren. Aber du hast es getestet, du sagst, rappelt nichts oder ich sag mal, im Vergleich zu anderen gar kein Vergleich. Nee, es ist wirklich kein Vergleich. Also die Laufruhe von diesem Fahrzeug ist wirklich erstaunlich, wirklich sehr, sehr gut. Aber jeder kann auch kommen und kann mit dem Auto auch gerne hier mal kurze Strecken fahren. Dafür haben wir ihn ja auch zugelassen, um dazu zu sehen. Es soll keiner eine Grotte kaufen, die er vorher selber getestet hat. Von daher einfach kommen. Einfach kommen insoweit. Am besten ist bei uns natürlich immer telefonische vorherige Anmeldung, damit wir auch wissen, wie viele Leute an welchem Tag kommen, damit wir auch Zeit haben, wenn Leute von fern angereist kommen. Jeder hat den Anspruch, auch dann entsprechend bedient zu werden und beraten zu werden. Und ich möchte nicht, dass wir da so eine Schnellbedienungs-Gaststätten-Mentalität haben, nur durch, sondern es soll da schon 2-3 Stunden Zeit sein, für sowas auch mal zu testen und mal entsprechend beraten zu werden. Deswegen am besten immer anrufen, Termin machen und dann vorbeikommen. Und dann kann man auch das Auto fahren. Lieferzeit? Also im Moment, ich habe von den Autos mehreren vorbestellt, weil ich total überzeugt bin davon. Im Moment muss man davon ausgehen, dass die Fahrzeuge alle so nächstes Jahr Februar, März kommen. Also für die nächste Saison, wer eins haben will, keine Wochen verschenken. Je schneller man sich entscheiden kann für so ein Fahrzeug, eine Woche macht meistens in der Lieferzeit nachher einen Monat aus. Wohnmobile-saarland.de, wenn Sie Interesse haben. Jürgen Jung heißt mein Interviewpartner aus Saarlouis.
Vielleicht zur Information, das ist ein bezahlter Beitrag. Wir haben diesmal Geld dafür bekommen, dass wir darüber berichtet haben. Wir machen das aber schon seit Jahren. Wir versuchen nicht so viel zu interpretieren. Wir haben schon jede Menge andere Fahrzeuge gesehen, aber bei dem hier sagst du wirklich, da kann man nicht viel falsch machen. Ne? Nein, da kann man wirklich nichts falsch machen, weil wenn man das sieht, ein Fahrzeug, was ich jeden Tag zur Arbeit nutzen kann am Wochenende mal schnell wegfahren, auf ein Konzert, auf ein Autorennen, auf egal was. Und habe das alles auf 5,40 Meter, kann beim Aldi oder Lidl parken, beim Edeka parken, um alle zu nennen, ohne mich anzustrengen, ohne 3 Parkplätze zu nutzen. Habe ein Fahrzeug, was ich zur sportlichen Aktivität nutzen kann, zur Familiennutzung und zum Nutzen für 2 Personen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Genau, ich kann auch richtig schön voll machen, ich kann eine Automatik reinmachen, ich kann eine Anhängerkupplung reinmachen. Ich habe noch diverse Extras. Das Einzige, was nicht geht, ist eine Dachklimaanlage, weil es hat ja ein Aufstelldach mit dran. Aber wenn jemand eine Klimaanlage haben will, auch da hättest du eine Lösung, da wird man irgendeine Lösung finden, oder? Ja, es gibt ja die Boxenklimaanlage mittlerweile, die man reinstellen kann. Man muss aber heute immer aufpassen bei den Fahrzeugen, dass natürlich auch ein Gewichtsproblem immer da ist. Und deswegen bringt es nichts, da mehr reinzumachen, wie man nachher wirklich braucht. Wenn ich einen alten Dreier habe, so die Auflastung macht Sinn? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wenn ich einen alten Dreierführerschein habe, die Auflastung macht Sinn auf 3,8 oder so? Also wenn ich den alten Führerschein habe, dann darf ich ja 3,8 fahren. Wenn man mehr hat mitzunehmen, wie zum Beispiel E-Bikes, die man ja auch hinten reinstellen könnte, oder, dann macht natürlich die Auflastung auf 3,8 immer Sinn, weil dann braucht man sich nicht Gedanken zu machen, um irgendwelche Kilos zu sparen, sondern man lädt dann halt voll. Der liegt leer ungefähr wie viel, weißt du? Also wir haben jetzt hier bei dem Fahrzeug, so wie er hier steht, eine Nutzlast von 300 Kilo. 300 Kilogramm, da ist der Fahrer aber mit drin? Da ist der Fahrer mit drin, genau. Also 300 Kilo wären noch frei. Super. Vielen, vielen Dank, Jürgen Jung. Hier steht da 540 dB von Etrusco, Modelljahr 2021. Er ist frisch gekommen vom Test von der Tour de France. Er ist zwar nicht mitgefahren, aber er war da und hat es ausprobiert. Danke, tschüss Jürgen. Ja, tschüss.